Before I break your neck, there is one thing I must ask you. Stay out of my way. I don't recall giving you permission to speak. Answer my question. That is all you have left to do. Flame Emperor. No. Edelgard. Tell me now. Why did you cause such a tragedy? You killed your own mother, and yet you haven't even had the decency to stop and consider the reasons behind your actions. Have you? I already told you I had nothing to do with that. It was foolish to think I could reason with a lowly beast. Your Majesty, now! You are a monster. Come, Hubert. To flee is futile, wicked girl. The Church of Seiros will raise its entire army against you until you have been captured and punished. You have defiled the Holy Tomb, dishonored the goddess, and humiliated your brethren. That crime will never be erased. Even if you burn in the eternal flames and spill all of your blood into the goddess's soil. Come, Professor. Let us return and decide upon our next course of action. Und damit willkommen wieder zurück. Absolute Eskalation auf dieser Route. Was natürlich auch für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Ich habe jetzt extra ein bisschen abgewartet, bevor ich diese Aufnahme starte. Mal die Kommentare abgewartet. Naja, ich werde dazu später nochmal genauer im Detail eingehen. Bin ein bisschen hin und her gerissen, was das betrifft. Aus diversen Gründen. Aber nun gut. Meine Beurteilung zu der Cutscene etc. kommt auch gleich. Ich denke, es ist klüger, wenn wir erstmal hier abschließen. Nicht, dass ich irgendwelche Details noch verpasse etc. Dass hier Edelgard natürlich an sich nichts damit zu tun hat, das sollte klar sein, wenn wir zurückdenken. Ich meine, es ist schlecht möglich in dem Alter, in dem sie nun mal war. Aber es ist verständlich, warum Dimitri das gerade ignorieren kann. So unlogisch, wie es auch ist. Da er eine Störung hat, lässt sich halt nicht alles mit Logik aktuell erklären. Und man kann es ihm bedingt übel nehmen. Ja. Es ist sehr schwierig von der Situation an sich. Und ja, wie gesagt, wir gehen gleich nochmal drauf ein. Ich will erstmal hier alles in Erfahrung nochmal bringen, was jetzt noch kommt. We weren't able to defeat her. Your Highness. I will kill Edelgard with my own hands. I swear it! Let's return to the monastery, Professor. It is clear what must be done. Hier hat er sich ein Ziel gesetzt, halt ein ganz klares jetzt. Und dieses Ziel per se ist falsch, weil er die Lage natürlich nicht richtig analysiert hat. Das muss man ganz klar sagen, ne? Also, da gibt's auch keine Diskussion darüber. So, he's finally shown his true face. The same Dimitri I've seen once before. A beast who loves spilling blood. You're wrong. I'm sure of it. There has to be an explanation. I knew he'd been carrying the burden of that tragedy. I understand his thirst for revenge. His family and closest friends, all massacred right in front of him. But it still doesn't add up. There must be more that we don't know. That's true. Dimitri didn't come unhinged until after the Flame Emperor was unmasked. You don't think there's some connection between those two, do you? The leaders of the church have misused its creed to fulfill their true desire, to rule the world. They have fooled the people of Fodlan. Long ago, they divided the Empire to create a kingdom, and then divided that kingdom to create an alliance. They did all of this to make the masses bicker amongst themselves. They caused instability in order to reinforce their own authority. They gathered gold and lived in extravagance. How? By preying on the devotion of those who wished for the goddess's salvation. Those corrupt hypocrites cannot lead Fodlan to true peace.
Their foul belief system must be torn asunder so that true wisdom may finally prevail. And so, I have decided, by order of the Adrestian Emperor, Edelgard von Hresfeld, the Empire hereby declares war on the Church of Seiros. Genau, und inzwischen ist es natürlich ganz klar, dass sie hier im Recht liegt. Selbstverständlich. Da braucht man auch nicht mehr dazu zu sagen. Hat man oft genug schwarz auf weiß. Es gibt mehr als genug Beispiele, wie verdorben die Kirche im Kern ist. Jetzt haben wir hier natürlich zum Beispiel einen guten Setup. Da sieht die Sache anders aus. Man muss natürlich immer auch die Leute für sich abschätzen. Das ist ganz wichtig dabei. Nicht alles über einen Kamm scheren, selbstverständlich. Denn dann ist man auch nicht wirklich sehr viel besser. Aber natürlich, im Kern, gut, ich meine, die wirklich verdorbene Seite der Kirche liegt wirklich direkt im Herzen, wirklich auf einer einzigen Person, kann man sagen. Ich sehe hier noch ein paar, die auch ihre Mächte ausspielen, wenn sie irgendeine tolle Position in der Kirche haben, gibt es sicherlich auch. Weil es, glaube ich, gar nicht so viele Beispiele in Three Houses selbst, aber sowas gibt es ja immer, das ist einfach menschlich. Also, die schlechte Seite von Menschlichkeit oder so. Let us recount the situation as it stands, Professor. After you returned from the Holy Tomb, the Adrestian Empire declared war upon the Church of Seiros, as well as our allies. Die Kriegserklärung, die sehe ich ja wirklich inzwischen komplett gelassen. Also ich meine, wie gesagt, Edelgard hat mehr als genug Beweise an sich und so weiter. Hat ein klares Ziel, was realistisch ist für eine bessere Zukunft. Und ja, ich meine, wer die Geschichte über Jahre verfälscht und so weiter, was übrigens auch einer der Gründe ist, ne? Normalerweise, und das ist total wichtig, wenn man Charaktere in Three Houses bewertet, vor allem die Hauptprotagonisten, sollte man das je nach Route tun. Das sind völlig unterschiedliche Charaktere dementsprechend, wie sich jemand weiterentwickelt. Dieser Timeskip verändert enorm viel an den Persönlichkeiten von Charakteren, das darf man nie vergessen. Deswegen sollte man auch nie eine Einschätzung zum Beispiel von Golden Deer Edelgard und Rote Blume Edelgard über einen Kamm scheren. Das gilt übrigens für alle. Dimitri zum Beispiel, Rote Blume ist auch um einiges vernünftiger, würde ich jetzt auch nochmal sagen. Ne? Zumindest, also ich habe jetzt den Vergleich mit Golden Deer halt. Und da hast du ja wirklich jemanden, da bringen Worte gar nichts mehr. Das Ganze vergessen. Stirbt dementsprechend auch einen sehr dummen Tod. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass es offscreen so abhandeln. Das ist das Einzige. Aber an sich ist eigentlich sogar sehr passend, dass er einfach so blöd, auf so blöde Art und Weise stirbt, muss ich tatsächlich sagen. Dort. Es ist tatsächlich passender, als man denkt. So. Ich glaube, viele kritisieren das. Weil es ist ja so eine epische Figur etc. Vor allem wahrscheinlich nach der Route, keine Ahnung. Muss ich mal gucken, wie sich alles entwickelt, aber ja. Aber ich meine, die Kirche ist wirklich im Kern verdorben. Deswegen sage ich zum Beispiel, deswegen ist für mich, es geht hier nicht um Dämonisieren und so, es geht hier darum, dass man die Fakten auf den Tisch legt, ja. Und das sollte auch jeder für sich tun, wenn man irgendeine Person analysiert etc., dann bewertet die bitte sachlich. Schaut, dass ihr Beweise bringt, etc. Beispiele aus dem Spiel. Und bei Rhea selbst zum Beispiel, natürlich ist das nochmal eine andere Person, auch auf Golden Deer. Und bei der Roten Blume auch nochmal. Weil ich meine, das mit der Stadt abfackeln ist ja das absolute, ist die Spitze des Eisbergs quasi. Also es zeigt auch das maximale Gefahrenpotenzial, würde ich sagen, was von dieser Person ausgeht. Das offenbart sich auf dieser Route. Aber es ist eine mögliche Entwicklung natürlich. In der Golden Deer. Aber trotzdem uns irgendwie durch ein Lügengerüst durchkämpfen. Letztendlich ist es ja wirklich wie ein Tier, was in der Falle sitzt, was keine andere Wahl mehr hat, als die Fakten auf den Tisch zu legen. Und so weit muss es auch da kommen. Und deswegen sage ich, dass Rhea wirklich eine bösartige Person ist, durch und durch. Also da gibt es eigentlich auch nicht viel zu diskutieren. Bietet zwar manchen Personen Schutz, etc., aber bedenkt immer, dass das Kirchensystem und so eigentlich seit fast 1000 Jahren jetzt ausgenutzt hat. So. Dabei sind bestimmt Hunderte bis Tausender Menschen gestorben durch die Kirche. Es gibt jetzt keine konkreten Zahlen, aber nach so vielen Jahren an Herrschaft, wo man im Namen der Göttin töten darf, ne, braucht man nicht wirklich drüber zu reden. Und dieses ganze System ist auf Lügen aufgebaut. Und man hätte damals auch logisch gegen die Eliten vorgehen können und so. Und deswegen sage ich immer, dass Rhea definitiv ein bösartiger Charakter ist. Und da gibt es, finde ich, auch nichts zu diskutieren so wirklich. Beziehungsweise, ja, wenn es was zu diskutieren gibt, dann legt man doch mal die Fakten auf den Tisch. Was macht Rhea denn gut? Zum Beispiel, ne? Und das sollte man übrigens für jeden Charakter genauso machen. Mit Beweisen,
irgendwas belegen anhand von Aussagen, die im Spiel getroffen werden. Dass sie manchen Charakteren Schutz bietet, ist eigentlich eine schlechte Entschuldigung für andere Taten. Vor allem halt wirklich dann Mord in dem Fall, kann man nicht anders sagen. Aber egal, jetzt sind wir wieder bei Rhea gelandet. Gleich kommen wir zu Dimitri und so auch nochmal zu sprechen. Aber trotzdem sollten wir auch hier natürlich nicht alle über den Kamm scheren. Es gibt genug Leute, die in der Kirche sicherlich auch hier im Spiel also die Gerechtigkeit erfahren, die einfach an eine Sache glauben und dort ihren Frieden finden. Das darf man auch nicht vergessen. Gibt es sicherlich auch genug Menschen, die brauchen genau das. Und insofern hat sie natürlich ihre guten Seiten, irgendwo auch. Aber ich denke mal, das liegt eher im Glauben an der Göttin selbst, die ja in dieser Spielewelt auch nachweislich existiert, wo es so, wie ich schon mal meinte, auch gar nicht um einen Gottesbeweis an sich geht. Und dass Sotos anscheinend gerecht war, ja gut, wir wissen nicht die genaue Geschichte den Schattenschleichern, weil eventuell haben selbst die einen realistischen Groll, und es könnte durchaus auch sein, dass Sotos eine negative Seite hat, die wir nie im Spiel gesehen haben. Das darf man nie ausschließen, das ist lediglich eine Option und man schließt nie alle Optionen aus, das ist ganz klar. Sich nicht verschließen vor so etwas. Wir haben zwar nur Positives erlebt, aber selbst da könnte ein realistischer Groll irgendwo vorhanden sein, ne? Der nicht einfach nur auf irgendwas wie niederer Gier oder was weiß ich abdriftet, dass man halt sich wirklich nur die Kräfte einverleiben wollte. Aber gut. Spielt jetzt erstmal keine Rolle, machen wir weiter. Ja, ihr unterdrückter Vater natürlich, ne? Von den Machtverhältnissen her. War also unabwendbar. Edelgard musste auf jeden Fall die Chance ergreifen. I must discuss our response to this declaration with the Archbishop after the Knights return from their investigation. Until then, watch over the students. See that they remain calm. Und ich meine, Edelgard hat alles richtig erkannt, was das betrifft. Also die Ungerechtigkeit durch die Kirche ist enorm. Also wirklich unverzeihlich, wenn man einfach mal die Fakten auf den Tisch legt. Nicht unbedingt eine Schreckensherrschaft, aber ja, wobei doch, eine Schreckensherrschaft, die verschleiert ist, sagen wir es mal so. Weil Schreckensherrschaft ist so ein Begriff, den assoziiert man irgendwie mit einer sehr eindeutigen Schreckensherrschaft, würde ich sagen. Also sprich, wo Leute in Angst leben und so, das kann man jetzt nicht sagen. Aber ich würde sagen, es ist so eine Art verschleierte Schreckensherrschaft, durchaus. Durchaus. Hat man ja schon gesehen, wie so Leute von der westlichen Kirche dann reagiert haben. Wie sie angefleht haben, dass sie jetzt nicht hingerichtet werden wollen, etc. Und wie man doch keine andere Lösung findet. Das ist unverzeihlich zum Beispiel. We knew this day would come, sooner or later. What's going to happen? Wir brauchen mehr Informationen, exakt so ist es. Definitiv. We can't afford to be optimistic. It's entirely possible the kingdom will be invaded. Settle yourself, Ingrid. We need to carefully consider our options. We can't just act rashly. That will only make things worse. Once we've ascertained the situation, we must return to Ferdiad. Your Highness. Der ist natürlich noch völlig außer sich, das ist aber auch momentan ganz, ganz klar. Ich werde auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber wir bewerten das Ganze natürlich so gut es geht anhand von Fakten, die wir da haben. Lone Moon. To war. So, einmal haben wir noch eine Weiterleitung hier mit Erzählung. Together, the people of Fodlan relish the beauty of the brilliant moon overhead as another year ends. They recall sad partings and new acquaintances alike, but each person must still walk their chosen path alone. With each day, the presence of spring grows stronger, and yet a lone moon still haunts the sky, a silent reminder perhaps of some inescapable truth.
Alles klar, und wir sind wieder ein Stückchen weiter. Okay. Da passiert doch noch ein bisschen was dazwischen, hm? Aber gut, das lässt sich wohl nicht vermeiden. Unforgivable. I cannot fathom that the Adrestian Empire would embark on such a violent course of action. Ich mache hier mal ein bisschen so weiter. I failed to see the wickedness within Edelgard. Schauen wir mal auf Dialogunterschiede, aber das sollte, denke ich, wieder gleich sein. Das kann man auch in Frage stellen. With ill-meaning strangers to achieve her own ambitions and defiled the holy tomb. Was auch interessant ist, also auch hier kann man nicht wirklich unterscheiden. Wobei das tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem ist, zum Beispiel bei der Einschätzung von Edelgard. Übelwollende Fremde, weil es halt nicht anders geht und das wissen wir natürlich. Das ist halt so ein gegenseitiges Ausnutzen, klar. Jeder ist irgendwo in der Bredouille. Und ich meine, Schattenschleicher mit einer Art Massenvernichtungswaffe immer jemanden fest in der Hand, was das betrifft. Da geht es einfach darum, sein Volk zu schützen. Es ist völlig normal, dass sich hier, glaube ich, jeder unterwerfen würde, der bei gesundem Verstand wäre, ist leider so. Und das ist natürlich dann schwierig, überhaupt eine Gegenmaßnahme zu ergreifen. Und noch dazu haben wir natürlich noch das ganz schwierige Machtverhältnis auch noch innerhalb des Imperiums, wo dann Arundel auch noch einen großen Teil des Militärs für sich beansprucht, so. Und natürlich man nicht einfach so gegen Arundel auch vorgehen könnte, sonst würde das Ganze schon an sich scheitern. Man muss also leider sich gegenseitig in die Karten spielen und auskommen, bis sich eine Chance ergibt. Das ist völlig logisch. Nur die Sache ist zum Beispiel, und das stört mich manchmal auch so ein bisschen, es gibt Möglichkeiten, etwas momentan zu analysieren mit den Informationen, die man zum aktuellen Zeitpunkt hat. Dann gibt es die Möglichkeit, es im Gesamtüberblick zu bewerten, wenn man mehr Eindrücke gewonnen hat. Dann kann ich eher über einen Charakter richten. Wo ja zum Beispiel ein großes Missverständnis ist bei Golden Deer. Warum kam zum Beispiel Hitler-Vergleich mit Edelgard? Naja, müsst ihr mal bedenken, da kommt dann die Massenvernichtungswaffe der Schattenschleicher. Bis dahin ist es nicht so ganz unklar, in welcher Beziehung die stehen, vor allem wenn es seine erste Route ist. Dann wird da eine komplette Stadt zerstört, da sind sogar noch eigene Leute drin, eigene Studenten von damals und so. Wo man wirklich sagen kann, es ist skrupellos. Es ist ja schon wie so ein Genozid. Da wird die komplette Stadt ausradiert und du kannst es als Spieler nicht zuordnen zum Beispiel. Dass es natürlich komplett auf die Schattenschleicher zurückzuführen ist dir dann später klar. Nur um es mal nochmal zu vergleichen, was bedeutet, wenn ich was momentan analysiere und wie sich mein Bild im Laufe der Zeit realistisch ändern kann. Das ist ganz wichtig zu verstehen dabei. Denn zu dem Zeitpunkt mit den Informationen ist es nicht einmal ein unrealistischer Vergleich. Es ist tatsächlich so, dass man das sagen kann und das durchaus erstmal so weit fundiert ist, wie es halt Informationen zulassen. Und das ist das ganz Wichtige. Ein Mangel an Informationen ist immer ein Problem. Mangel an Informationen bedeutet Missverständnis etc. In einem Spiel was spielen bedeutet aber auch, dass man Spoilergefahr hat etc. Und dann bist du in einem gefährlichen Territorium. Und da habe ich Edelgard zum Beispiel bei der Roten Blume kennengelernt. War natürlich noch sehr misstrauisch über die Hirsche zum Beispiel. Und dann konnte sich dieses Misstrauen systematisch legen. Zum Schluss fand ich ja sogar das Ende besser als bei den Hirschen zum Beispiel. Da stehe ich auch noch voll und ganz dazu. Weil man halt sich wirklich um nahezu alles kümmert. Es scheint mir die realistischste Zukunft zu sein, also mit den wenigsten Problemen. Der Ausgang bei Edelgards Route. Und ich habe sie dort als sehr vernünftige, gerechte Herrscherin erkannt. Also als eine Person, die vor allem Verluste meidet. Und der schnelle Krieg ist natürlich eine heikle Angelegenheit. Man kann es auf ihr verringerte Lebensspanne kann man es mit unterschieben. Ne? Das ist schon wichtig, früh zu reagieren. Und das andere ist, wenn ich einen Krieg schnell beenden möchte, dann ist das an sich ein gutes Ziel. Weil es bedeutet, dass man da zumindest darauf achtet, dass man nicht die Leute ewig leiden lässt, sondern man will schnell ein Ergebnis haben. Und das ist per se nicht schlecht, vor allem in einem derart zerfressenen Fodlan. Ich mache jetzt nochmal den wirklich Rundumblick, hole nochmal ganz weit aus und gehe nochmal einiges durch, ganz bewusst, weil wir gleich nochmal auch auf Dimitri zu sprechen kommen. Und auch da muss man ganz klar sagen, dass ich im aktuellen Fall nur eine Momentananalyse anhand meiner Informationen vornehmen kann. Ich kann also natürlich Dimitri nicht rundumfassend realistisch bewerten zum aktuellen Zeitpunkt. Und das muss man auch als Zuschauer unterscheiden können. Also ist ganz wichtig dabei. Weil
Zum Beispiel damals, als ich Golden Deer gespielt habe, war es genau das Gleiche. Ich konnte nur eine momentane Analyse anhand von Informationen haben. Nur hatte ich einen Bruchteil Informationen, den ich bräuchte. Trotzdem sind Rote Blume Edelgard und Golden Deer Edelgard, das sind verschiedene Edelgards. Das sind Versionen von einem Charakter. Genauso wie ich zum Beispiel als Person, keine Ahnung, hätten meine Eltern irgendwie mal entschieden, sie würden irgendwie ganz woanders leben wollen oder so, dann wäre ich auch eine komplett andere Version. Ich wäre in einer komplett anderen Umgebung aufgewachsen, etc. 5 Jahre an einer Entscheidung ändern enorm viel an einer Person. Das sind quasi ganz andere Versionen. Das ist auch immer ganz wichtig, finde ich, dabei zu beurteilen. Weil wenn ich Charaktere in Three Houses beurteile ich in der Regel eine Version. Und Rhea ist da die Ausnahme, weil Rhea schon seit über 1000 Jahren im Prinzip Bullshit macht, ne? Ganz einfach. Deswegen ist das eine Ausnahme. Da ist natürlich die Rote Blume-Version noch viel schlimmer, als es komplett auf die Spitze getrieben hat. Aber es ist fast nur noch ein Tropfen auf dem heißen Stein in dem Fall. Muss man auch dazu sagen. Meiner Meinung nach. Das ist so meine Art und Weise, wie ich Charaktere bewerte. Und ein Timeskip mit einer Entscheidung bedeutet für mich einfach, dass es eine andere Version von einem Charakter wiederum. Aber ja, Rote Blume Edelgard vor allem hat es dann halt auch geschafft. Du hast regelmäßig Entscheidungen, wo du auch jemanden verschonen kannst, etc. Und man merkt es sogar in den Missionsstrukturen, dass es oft darum geht. Es geht nur darum, Anführer auszuschalten und so oft. Nehmen wir zum Beispiel die Brücke. Du schaltest Judith auf, zack. Edelgard weiß, wie instabil die Allianz ist. Das merkt man übrigens an der Karte auch sehr gut, deswegen ist es eine der besten Karten meiner Meinung nach. Weil Gameplay und Story dort verdammt gut harmonieren. An der großen Brücke von Myrddin. Da wird Judith nur ausgeschaltet und automatisch zerteilt sich die Armee. Das heißt, es gibt keine großen Verluste, man macht weiter. Man verschont Claude, man verschont Seth, man verschont Flayn und so weiter. All diese Optionen hat man, was man ja, bei Claude hast du keine großartigen Optionen zum Beispiel. Just saying, ne? Und deswegen hat sich mein Edelgard-Bild dort zum Beispiel massiv gewandelt. Nur selbst jetzt habe ich ja noch keinen absoluten Gesamtüberblick, weil jetzt habe ich natürlich noch eine andere Version von Edelgard, die ich auch nochmal beurteilen muss. Trotzdem würde ich jetzt zum Beispiel sagen, bis hierhin macht der Edelgard alles richtig, weil Edelgard kritisiert ein System. Es gibt momentan keine andere Möglichkeit, dieses System abzuschaffen, als einen offenen Konflikt. Dieser offene Konflikt wird zwangsweise zu einer besseren Zukunft führen. Fernab von, ob man jetzt direkt auf Edelgards Seite ist oder nicht, weil es braucht tatsächlich einen offenen Konflikt mit der Kirche. Egal, welche Seite letztendlich davon profitiert. If that is not wicked, what is? Or perhaps her ambitions are even grander than we know. Perhaps she is planning to make herself a false deity by demonizing the Church of Seiros. Das hier ist zum Beispiel jetzt sowas, das sind so Mutmaßungen. Das ist ein Problem, weil das ist zum Beispiel was, Edelgard sagt ja auch ganz klar, dass sie kein Problem mit Glauben an sich hat, aber das System, was Rhea etabliert hat, das ist das Problem. Da gibt es auch mehr als genug Supports, um das mal nachzuschlagen. Also, ne? Es gibt ja auch sehr, sehr viele Anti-Edelgard-Leute. Aber viele vergessen, glaube ich, ganz gerne, dass ich jemand bin, der die Sachen einfach nur bewertet und dann mit einer eigenen Meinung rausgeht. Ich bin auch niemand, der sich einfach so auf eine Seite stellt, weil, ist jetzt cool, einer Seite anzugehören. Guckt mal, wie toll mein Charakter ist, den ich aber mag. Hörp-die-Dörp. Nee, Leute, so einfach funktioniert das auch nicht. Das gibt aber sehr, sehr viele Leute und das kritisiere ich übrigens auch bei mir, wo es einfach darum geht, es geht darum, dass man zum Beispiel gerade zu einer bestimmten Cutscene oder so dann einschaltet, dann sagt, aha, guck mal, wie schlecht dieser Charakter ist oder wie toll dieser Charakter ist, haha, deswegen habe ich den richtigen Charakter gewählt und ihr alle nicht. Das hast du so oft, es ist furchtbar. Es ist absolut furchtbar. Das ist ein Punkt, den ich übrigens an der aktuellen Fanszene sehr kritisiere, was du bei Three Houses oft hast, wo es einfach nur darum geht, sich irgendwie mit einer Partei zu identifizieren. Da geht es nicht mal darum, dass man was bewertet, sondern es ist im Prinzip Selbstdarstellung ab dem Punkt. Und das mag ich nicht. Also dieses etwas objektivere Bewerten, da auch mal vergleichen, ein bisschen sich auf Diskussion einlassen und vielleicht auch wirklich mit der gleichen Meinung nochmal rausgehen, ist ja auch kein Problem. Es geht ja nicht darum, dass man irgendwie einen Kampf hat, den man gewinnen muss. Es geht darum, dass man Informationen sammelt. Das ist eine gute Diskussion, endet damit, dass jeder irgendwas anhand der Informationen gewinnen kann. Er muss nicht seinen Standpunkt ändern, aber er kann mit so einem Aha-Moment rausgehen oder sich einfach darüber freuen, dass man jetzt mal sachlich diskutieren kann. Adrestia received its very name through a divine oracle. To injure the goddess is a sin most foul that shall not be forgiven. We must stop the Empire. And quickly. I have returned, Rhea. Welcome back, Shamir.
Were you able to discern the Empire's movement? Their main troops are marching towards Garreg Mach. It is said that they will join forces with Edelgard's army and arrive within 2 weeks. 2 weeks? That is not enough time. It will require all of our efforts just to prepare our defenses before then. We must send notice to all surrounding villages at once. We must order the residents of Garreg Mach to flee for their lives. It will be done. Professor, listen closely. If our enemy invades the monastery, I will have no choice but to stand upon the battlefield. If something happens to me, I am entrusting my sacred duties to you. Ja, gut, das ist bekannt soweit. Ich denke, es ändert sich nicht mal viel an dem Dialog hier. Aber es war nochmal ganz gut. Ich wollte einfach mal einen Rundumschlag machen, kurz an dem Punkt. Rhea, please. You must tell me all that you know. That one is the progenitor god. Am I correct? In a sense. Our dear professor is a vessel. In time, the vessel will become one. I see. I trust that you are aware. I ask that you help our friend. I am waiting, and I understand. Okay, ja, das kennt man alles soweit. Aber Setov stellt ja auch eher zum Beispiel sehr in Frage dafür, was ich übrigens auch sehr schätze. Also Setov ist ja einer meiner am meisten geschätzten Charaktere. So, jetzt haben wir jetzt noch einmal hier Training und dann können wir prinzipiell auch nochmal irgendwelche Kämpfe machen, wenn wir wollen, aber egal. Wie auch immer. Jetzt können wir theoretisch echt auf Dimitri zu sprechen kommen, ne? Er hat jetzt den Rundumblick. Übrigens, genau, dann können wir auch nochmal kurz Claude schnell behandeln. Bei Claude ist so eine Sache zum Beispiel, ich mag, also nach dem Timeskip finde ich Claude unglaublich gut. Auf beiden Routen, die ich bisher gespielt habe. Ich finde, es zeugt durchaus auch von Stärke, wenn man sich eingestehen kann, dass man jetzt verliert. Und es sorgt letztendlich auch dafür, dass es insgesamt natürlich weniger Verluste gibt, sonst wäre es halt bis auf den letzten Mann. Und dass Claude sich einfach zurückziehen kann, zum Beispiel dort, das zeugt von Größe, also meiner Meinung nach. Auch das gehört dazu, dass er sich zurückzieht. Ist ja auch für die Zukunft wiederum, denke ich, ganz gut. Claude hat gute Beziehungen und so. Das heißt, bei der Roten Blume, wenn man Claude verschont, hilft das, denke ich, trotzdem insgesamt auch Fodlan weiter. Also alleine dort zum Beispiel. Dimitri hat man hat man jetzt auch noch auf einer anderen Route gesehen, wo es dann relativ furchtbar war. Also wo er wirklich einfach nur wilde Kampfeslust hatte. Nicht mehr zu wirklich viel anderem fähig war anscheinend. Und ja, es war relativ enttäuschend dementsprechend, was da mit ihm passiert ist. Traurig, aber man konnte halt auch nicht viel machen. Also alleine da ist schon so ein gewisser Unterschied zum Beispiel. Claude schon auf 2 Routen relativ sympathisch, Dimitri auf einer sehr unsympathisch, hier bisher unglaublich sympathisch. Aber auch da werden wir gleich nochmal ein bisschen, gleich nochmal auf die Cutscene noch eingehen. Aber ja, bei Claude ist es zum Beispiel so, ich finde, Claude nutzt sich am Anfang sehr stark aus. Er ist unglaublich auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Er verpackt es nur sehr geschickt. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die realisieren das entweder nicht, oder sie mögen halt seine Persönlichkeit an sich. Zum Beispiel, ich finde, wenn man sich bei einem Charakter mit Idealen identifizieren kann, hilft das schon sehr viel. Und das stimmt zum Beispiel bei mir. Also ich fand Claudes Art teilweise tatsächlich fragwürdig. Allerdings waren seine Ideale so gut und so überzeugend, dass ich damit keine Probleme hatte. Ich habe mich nicht wirklich daran gestört. Trotzdem muss man sagen, dass Claude ein geschickter Manipulator ist, der sehr auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist in der ersten Hälfte. Timeskip Claude ist bei mir nochmal um einiges geschätzter. Timeskip Claude ist jemand, der tatsächlich wie ein richtiger Freund agiert, wo es nicht mehr nur um die eigenen Vorteile geht, sondern mehr dahinter steckt. Edlere Ziele, sage ich mal, ne? Und seinen Idealen ist er sowieso immer treu geblieben. Da gibt es auch nichts dran auszusetzen. Aber ich denke auch, er hat so durchaus seine Schwächen. Er ist halt relativ manipulativ und so. Es gibt genug Leute, die sowas überhaupt nicht ausstehen können. Und man kann natürlich auch in Frage stellen, ob das Verschleiern seiner Herkunft so zielführend war. Weil eine direkt starke Allianz mit Almyra zusammen hätte die Machtverhältnisse in Fodlan auch direkt umgekrempelt. Eventuell ist hier nicht so schnell zu einem heißen Konflikt sogar gekommen, weil das natürlich einiges verändert, wenn man sofort so eine starke Allianz mit Almyra hat und das Königreich gegen sich. Oh, Backe. Da hätte der Plan hier ganz schnell nach hinten losgehen können zum Beispiel. Weil dann wieder die Frage ist, ob das dann tatsächlich zielführend gewesen wäre. Spannend eigentlich. Das lässt sich schlecht einschätzen. Für eine bessere Zukunft, schwierig, weil Diplomatie in Fodlan, also ein komplett diplomatischer Sieg, halte ich für sehr überambitioniert. Aber ich schließe sowas niemals aus, das sollte man auch nicht. Ich denke, vielleicht ist man damit ein bisschen ein Träumer, das ist Claude ja auch, aber gut. Jedenfalls, ja, Claude ist mir halt relativ sympathisch, durchweg. Allerdings, vor dem Timeskip finde ich ihn unglaublich manipulativ, sehr auf seine eigenen Vorteile bedacht. Nicht, dass er irgendwie krass offensiv vorgeht oder so, aber ich glaube, du willst ihn halt echt nicht als Feind haben. Sonst kann das schnell böse nach hinten losgehen.
Und Edelgard wiederum hat mir halt sehr auf stur geschaltet, ne, bei den Hirschen. Deswegen finde ich Goldenir Edelgard bis jetzt noch nicht wirklich krass. Fand sie relativ enttäuschend an sich. Dafür habe ich sie in der Roten Blume halt als sehr viel besser wahrgenommen. Also das ist wirklich die Ideallösung für Fodlan bisher. Ja, jetzt kommen wir zu Dimitri, Leute. Jetzt wird es dann spannend, ne? Also Dimitri bisher unglaublich gute Menschenkenntnis etc. Gibt seine Schwächen offen zu und so. Bis zu dem Zeitpunkt, ne, reden wir mal über das, was davor war. Wir haben ja einen fairen Charakter gehabt, sehr verantwortungsbewusst, kümmert sich um alles, sehr gerechtigkeitsorientiert. Witzigerweise passt es exakt auf die Tarotkarte von seinem Blighted-Wappen. Steht da für die Gerechtigkeit, Blighted. Und hat witzigerweise auch das Symbol Löwe, ne, was damit assoziiert wird, also das Tierkreiszeichen Löwe. Passt alles eigentlich perfekt, exakt zu Dimitri passend, witzigerweise. Steckt wieder die Symbolik dahinter. Allerdings die negativen Seiten der Gerechtigkeit, ne? Man kann auch selbst leicht ungerecht werden, wenn man dann zu verbissen auf etwas beharrt, was nicht unbedingt wahr ist oder so. Wenn man ein bisschen verblendet ist, dann kann das ganz schnell nach hinten losgehen. Jetzt haben wir bei Dimitri natürlich sehr viele Fakten, die euch klar belegen, warum er jetzt eigentlich so ausgerastet ist. Und das fassen wir nochmal zusammen. Also Dimitri hat nachgeforscht bis hierhin, was eigentlich genau passiert ist bei Duscor. Logisch. Unglaublicher Leidensweg für ihn persönlich. Alle, die er geliebt hat, sind gestorben damals. Und noch dazu muss es auch unglaublich schlimm für ihn sein, als jemand, der zum Beispiel der Dew schätzt, jemand aus Duscor, dass Dimitri sich auch gegen Rassismus einsetzt, sollte denke ich auch klar sein. Und natürlich wird er bis hierhin auch unglaublich viel Ungerechtigkeit gegen Leute aus Duscor erlebt haben und kann schlecht was dagegen tun. Ich meine, das Königreich ist ja jetzt eine Monarchie an sich und trotzdem willst du es dir nicht unbedingt verscherzen. Wird halt notfalls der nächste Thronfolger, denke ich, abgemurkst im schlimmsten Fall. Das heißt, bei solchen Rassismus-Dingen und so kann er auch nicht wirklich viel machen. Er ist relativ machtlos. Und erlebt das eigentlich auch so systematisch. Sieht man, finde ich, in der Dew-Mission sogar ganz gut, wo es dann wirklich nur darum geht, irgendwie schneller zu sein als die anderen. Dass es einigermaßen friedlich noch endet. Das ist so eine Sache. Das andere ist, er hat seine Eltern unglaublich geschätzt. Das scheinen sehr ehrbare Personen gewesen zu sein, zumindest nach seinem Verständnis. Wir dürfen nie vergessen, was ihm quasi sein Vater noch zugerufen hat, dass er die Verantwortlichen finden soll und stellen soll. Das heißt, ihm wurde die Rache als Kind einfach so zugeschoben als seine Pflicht. Und da kommt es jetzt nämlich, Fergus ist halt unglaublich ritterlich. Und Ritterlichkeit ist nicht immer was Gutes. Das heißt nämlich auch, da wird mal was glorifiziert, eine Heldentaten, wo eigentlich viele Leute umkommen etc. Sowas ist nicht schön. Absolut nicht. Und auch diese Pflicht, die ihnen auferlegt wird, hängt unmittelbar natürlich mit der Ritterlichkeit in Fergus zusammen. Da geht es um Erlösung, darum, dass es seine wahre Pflicht ist, diejenigen ausfindig zu machen. Das ist ziemlicher Wahnsinn. Sein großes Ziel, was er als Kind bekam, was er unbedingt lösen muss. Sonst ist es halt auch einfach, wenn er das nicht schafft, ist er eigentlich unehrbar. In dem Sinne. Wenn er nie diese Verantwortlichen zur Rede stellen würde, beziehungsweise sie fertig macht. Da steckt unglaublich viel Druck dahinter, der sich aufgebaut hat. Zusätzlich zu wahrscheinlich einer posttraumatischen Belastungsstörung, die er selbstverständlich bekommen hat, wenn du als kleiner Kind sowas erlebst, also wirklich derart viele sterben, plus deine Familie etc. Ja, das merkt man ja auch deutlich, dass ich meine, man hat ja Konzentrationsschwächen und so weiter, dann kommt er aus der Fassung und so. Das ist eine Person mit sehr großen psychischen Problemen, was in dem Sinne interessant ist, dass das ganz gerne bei Three Houses übrigens thematisiert wird. Es gibt ja auch den guten Jerezar zum Beispiel, den viele auch schlecht einschätzen oder sie halten ihn einfach für einen Psycho oder so. Ich finde den Charakter deswegen nicht unbedingt besonders toll. Ich finde ihn sehr toll übrigens. Hier wird eine dissoziative Identitätsstörung thematisiert hier. Und das finde ich sehr interessant an sich, weil es auch anscheinend sehr gelungen ist. Also ich kann das schlechter einschätzen, aber ich habe gehört von Leuten, die tatsächlich auch selbst unter so einer Störung leiden und finden, dass Jerezar gut umgesetzt wurde als Charakter. Weil Leute mit so einer Störung nicht unbedingt per se böse sind oder so, ne? Er hat nur zwei unterschiedliche Seiten und das ist natürlich enorm verwirrend für normale Menschen, in Anführungsstrichen. Wer ist schon normal? Was ist schon normal? Muss man mal vorsichtig sein mit sowas. Ja, ich finde auch normal, es klingt immer... Ich denke mal nur an Leute, die wirklich durch sowas halt belastet sind oder so. Was muss man sich denken, wenn jemand sagt, dass Zustand XYZ normal ist? Psyche ist schon sehr, sehr heikel. Vielleicht gibt es ein paar, die sich jetzt genauer mit dem Thema hier auseinandersetzen, aber so eine posttraumatische Belastungsstörung, das bedeutet natürlich, Dimitri hat natürlich sehr krasse Probleme.
ja, er ist irgendwo vielleicht ein Psycho in gewisser Weise. Wir sehen allerdings auch halt, dass er bestimmte Ideale verfolgt und so. Und ich stelle ein bisschen teilweise auch die emotionale Intelligenz in Frage meiner Community, sorry. Also ich will das jetzt nicht so pauschalisieren, aber es gibt so ein paar Leute, ich kann ihn nicht wirklich verteufeln für die Cutscene. Ich kann ihn hier nicht verteufeln. Ich muss sehen, was noch so passiert. Allerdings müssen wir auch die Situation bedenken. Dimitri hat wahrscheinlich großes Glück, dass er gerade in einer Situation ist, wo wir gerade in der Defensive sind. Wir müssen diese Wappensteine dort unten beschützen. Das heißt, der Feind muss vernichtet werden. Die Sache ist, wenn er jetzt diesen Schädel zerdrückt, er ist ja übermenschlich stark. Bleidet Wappen, kennt man ja auch so das Overkill-Wappen im Spiel. Wenn es mal triggert, ist das meiste instant tot. Er hat einen Schädel zerdrückt, das ist natürlich grausam, man sieht Blut und so weiter. Aber wenn ich es jetzt insgesamt betrachte, wirklich, unsere Truppe hat bis hierhin hunderte von Menschen erledigt und da macht sich keiner Gedanken darüber. Nur weil man jetzt mal Blut sieht, zudem dieser Soldat ist wahrscheinlich ohne große Qual noch gestorben. Also man hört nichts mehr von ihm, keinen Mucks, es ist einfach nur ein Geräusch und das war's. Also hat er wahrscheinlich nicht besonders gelitten. Was anderes wäre es jetzt zum Beispiel, wenn Dimitri hier Folter betreiben würde oder so, würde ich sagen, oh mein Gott, da muss sofort was dagegen unternommen werden, das geht ja überhaupt nicht mehr. Weg damit so. Aber das hat er ja nicht, also dann hätte er auch irgendwo so gegen Menschenrechte verstoßen, aber ich denke, das da unten ist im Prinzip so eine Art Kriegsszenario bereits. Jetzt, bevor der Krieg so wirklich losgeht, aber zumindest sind wir in einer Position, wo wir uns schützen müssen. Da sind eh schon ganz viele Leute gestorben. Ich meine, überlegt, in der Mission haben wir jetzt auch ganz viele erstmal erledigt davor. Dimitri hat halt noch ein paar mehr Leute erledigt. Okay, ändert das jetzt wirklich viel? Wie gesagt, wir sehen jetzt halt mal Blut und die Sache, die es schlimm macht, ist halt seine Reaktion an sich, ne? Dass er in dem Fall jetzt total gestört ist. Ja, also glorifizieren dürfte man es auf keinen Fall zum Beispiel. Also das ist halt fragwürdig, wenn jemand jetzt Dimitri wegen der Cutscene toll findet zum Beispiel, dann was ist falsch bei dir? So, ne? Wirklich. Weil auf keinen Fall glorifizieren. Also, dass er da Mist gebaut hat, da sind wir uns alle einig. Ne? Also, das steht auch nicht zur Debatte. Das sollte klar sein, dass Dimitri großen Mist gemacht hat. Der größte Mist ist halt, und da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Punkt, dass er Edelgard hier verdächtigt. Weil auch hier geht man einfach zurück, betrachtet man die Sache nochmal logisch. Weiß man natürlich, die war viel zu jung. Was soll sie damals getan haben? Das geht ja gar nicht. Ist ja unmöglich. Aber da kommen jetzt andere Fakten dazu. Wie gesagt, Dimitri hat Arundel verdächtigt damals. Er hat danach geforscht in der Bibliothek. Das heißt, den hat er schon auf dem Schirm. Edelgard war damals mit bei Arundel dabei, wissen wir, waren zusammen im Königreich. Und Dimitri und Edelgard waren mal sehr, sehr gut befreundet. Also Dimitri selbst spricht sogar von der besten Zeit seines Lebens. Das will mal was heißen. Das ist nichts, was man mal so einfach sagen würde. Da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Er hat Edelgard ja sogar diesen einen Dolch gegeben als Geschenk, ne? Und ein Dolch in Fergus ist das ein großes Zeichen, wenn ich jemandem eine Klinge schenke. Das ist ein Zeichen dafür, dass jemand seine Zukunft sich selbst so bahnen soll. Ein Weg in die bessere Zukunft. Weil Edelgard früher viel rumgeschubst wurde und so hat er das halt sich gedacht, das ist ein nettes Geschenk für sie. Letztendlich eigentlich ganz witzig, weil Edelgard hat echt genau das auch irgendwie gemacht. Eine bessere Zukunft, den Weg bahnt sie sich. Die Symbolik mit dem Dolch zusammen ist eigentlich ganz spannend. Weil gleichzeitig, und jetzt kommt der eine Moment, wir belauschen Flammen, Kaiser und die anderen Personen. Verdacht ist natürlich dann sofort schon mal da. Und dann wird dieser Dolch fallen gelassen. Das muss ein Schock erstmal sein, weil es offenbart im Prinzip ja bereits die Person an sich. Oder zumindest muss man sich die Frage stellen, wie ist diese Person an den Besitz gekommen. Es muss einiges bei Dimitri rütteln. Dass es ein sehr wichtiges und persönliches Geschenk ist, dieser Dolch, wie gesagt, hat eine große symbolische Wirkung. Das schmeißt man auch nicht mal so einfach weg. Und symbolisch, wenn ich jetzt diesen Dolch dort fallen lasse, ist das fast so, wie als hätte ich diesen Weg eben aufgegeben. Den Weg in die bessere Zukunft. Dimitri entdeckt also diesen Dolch und stellt sich natürlich sehr viele Fragen. Ich meine, wenn man davor mal erkundet und so, sieht man zum Beispiel auch, dass Dimitri ganz außer sich ist. Didiu meinte, er soll sich erholen und so. Man merkt also, er ist ziemlich zerrüttet ab dem Zeitpunkt bereits. Und ich kann es mir auch vorstellen, weil es ist ein unglaublicher Druck. Als er einen Dolch entdeckt, sagt er sogar, das kann nicht sein. Also er hat wirklich so viel Vertrauen zu dieser Person immer noch nach all der Zeit, dass er sich die Möglichkeit schon gar nicht vorstellen kann überhaupt. Witzigerweise analysiert das aber so gesehen erstmal richtig, weil es kann halt tatsächlich nicht sein. Er macht nur den Fehler, dass er die Zeit nicht mit einkalkuliert. Also sprich, mit diesem Geschenk und so weiter und mit dem Verdacht auf Arundel hat man schon einiges an Indizien, die erklären, warum Dimitri jetzt so eine Ansicht hat. Und da unten eskaliert es halt dann natürlich dementsprechend, wenn die Maske fallen gelassen wird. Es bestätigt sich auf einmal die unglaubliche Vertrauensperson, von der er nie gedacht hätte, dass sie zu sowas fähig wäre, entpuppt sich plötzlich als zugehörig. Er macht den Fehler, dass er sie falsch einschätzt dahingehend, dass er meint, sie wäre für die Taten verantwortlich. Und das geht nicht.
Weil das kannst du nicht per se sagen. Aber du kannst sagen, dass die irgendwie in Zusammenhang steht. Das ist logisch. Das würde noch Sinn ergeben. Nur in dem Fall ist Dimitri nicht wirklich zur Logik fähig. Das ist das Problem dabei. Man sieht ja sichtlich, wie gestört er gerade ist zu dem Zeitpunkt. Weil es bei ihm einfach so viel rüttelt. Er wird sicher noch seiner posttraumatischen Belastungsstörung hier unterliegen. Da kommen die Flashbacks, was weiß ich wahrscheinlich. Und er hat diesen unglaublichen Druck, dass er unbedingt die Verantwortlichen stellen muss, denen als Kind auferlegt wurde. Alles kommt zusammen. Enttäuschung über einen möglichen Verrat sogar. Und dann kann er 1 und 1 nicht mehr richtig zusammenzählen. Das sorgt dann letztendlich dafür, dass er jetzt hier so ausrastet. Also ich kann es nachvollziehen, versteht ihr? Man muss aufpassen. Ich denke, fehlt manchmal ein bisschen emotionaler Intelligenz diesbezüglich, weil ich denke halt wirklich, du musst das einfach nochmal anders sehen, als wenn du eine Person, die bei komplett gesundem Verstand ist, beurteilen würdest. Das muss man einfach differenzieren, finde ich. Das ist ganz wichtig dabei. Und wie gesagt, seine Tat ist schändlich in dem Fall schon. Nicht schändlich, nicht sehr viel schädlicher allerdings, wie was man sonst da unten jetzt so gemacht hat, etc., beziehungsweise generell. Ich meine, es wird hier ziemlich viel getötet, ganz normal im Spielverlauf hier. Bereits. Hier ist halt nur die Art und Weise einfach nicht gut. Da hört halt der Spaß auf. Aber wie gesagt, dadurch, dass er nichts foltert, etc., kann ich ihm das noch eher verzeihen. Sonst wäre das was ganz anderes nochmal. Aber es ist jetzt nicht unbedingt sehr viel anders, wie was unser ganzer Trupp schon seit Ewigkeiten abzieht. Ich finde, das muss man auch nochmal unterscheiden diesbezüglich. Genauso wie es furchtbar ist, wenn Leute sagen, Red Lady bad, Edelgard, Hitler 2.0 etc. Nein, Hilfe, bloß nicht. Vor allem mit dem Gesamtüberblick und so. Beziehungsweise ist generell ein Problem, man mischt sich halt nicht in Diskussionen ein, wenn man nur einen Bruchteil Informationen hat. Habe ich jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt gemacht. Ich hatte dann natürlich Leute, die Kommentare geschrieben haben etc. Vieles teilweise auch vorwegnehmen und so. Aber das ist das, was ich vorhin mal kurz angesprochen habe mit momentanen Analysen und gesamten Analysen. Wenn ich mehr Informationen habe, sieht die Sache immer anders aus. Nur was zum Beispiel, was bei G-Houses sehr oft passiert, ist, dass halt Personen mit mehr Informationen sich dann einmischen bei Personen mit weniger Informationen. Das kann nur zur Eskalation führen, ebenso wie umgekehrt. Personen mit wenig Informationen mischt sich ein in eine Diskussion, die zwischen Personen geführt wird, die viele Informationen haben. Ganz schlecht bei Three Houses. Ganz, ganz schlecht. Das ist genau das, was man nicht tun sollte. Zum Beispiel ein beliebter Fehler bei der Einschätzung von Edelgard. Ich habe eine Route gespielt, das war nicht Edelgards Route zum Beispiel, und ich mische mich jetzt ein und sage, wie schlecht Edelgard ist. Ja, irgendwo anders halt einfach. Ja, toll, dann habe ich nur einen Bruchteil Informationen. Und dann wirklich auf einer Route, wo sie auch nicht unbedingt perfekt dargestellt wird. Das ist auch ganz wichtig, das muss man auch wieder unterscheiden. Ne? Eine Version von Edelgard und plus mangelnde Informationen, weil du ja eigentlich nie wirklich die kompletten Hintergründe nur über Golden Deer bereits erfährst. Geht einfach gar nicht. Und das passiert sehr oft bei Three Houses Diskussionen. Und man sollte aber auch nicht versuchen, jemandem die Meinung aufzuzwingen. Das ist auch immer ganz wichtig, weil das sehe ich auch sehr oft. Oh, Partei XYZ ist am besten, Mann. Haha. Sehe ich so häufig. Ist nicht cool, Mann. Ist nicht cool. Beleg, warum du einen Charakter besonders schätzt, etc. Das kann auch oft was sehr Persönliches natürlich sein, klar. Muss man auch dazu sagen, das geht hier nicht immer nur um Fakten und Objektivität. Manchmal sind es halt auch persönliche Dinge, die einen mehr binden an einen Charakter. Aber dann sollte man andere nicht unbedingt direkt verurteilen, etc. Weil das ist keine Basis, eine Diskussion zu führen. Und ich bin an einem Punkt, an dem ich Edelgard sehr schätze, an dem ich Claude sehr schätze. Und selbst Dimitri habe ich bis jetzt eigentlich sehr zu lieben gelernt. Jetzt sieht man natürlich auch negative Seiten. Jeder Charakter hat bisher negative Seiten. Ist völlig normal, meiner Meinung nach. Und die haben halt eine schwierigere Situation dadurch, dass er sicherlich ein Trauma erlebt hat als Kind. Und man das natürlich schon etwas differenziert betrachten muss. Es rechtfertigt aber natürlich noch lange keine Taten. Wenn jetzt Dimitri irgendwas Furchtbares macht oder so im weiteren Verlauf zum Beispiel, dann werde ich das natürlich ganz klar scharf kritisieren. Ebenso wie ich mich freuen werde, wenn er wieder irgendwas menschlich total Korrektes macht oder so. Weil bisher finde ich, dass Dimitri witzigerweise, also bis zu dem Zeitpunkt als Lord, ich hatte das Gefühl, er war der Ehrlichste bis hierhin. Weil er ist offen mit seinen eigenen Problemen, mit seiner Vergangenheit umgegangen. Er hat uns immer schön davon erzählt. Es war alles offen. Und was man auch sagen muss, ich meine, Dimitri ist ja in die Rolle reingezogen. Er wird halt der nächste König werden. Aber während Edelgard und Claude klare Ziele für Fodlan haben, ging es bei Dimitri auch schon nie wirklich komplett um Fodlan. Es ging, wenn dann halt um sein Königreich. Und seine erste Pflicht, die er persönlich sieht, ist halt, die Verantwortlichen für Duskur zu finden. Und das halte ich auch für ein realistisches Ziel zunächst mal. Da geht es jetzt gar nicht ums große Ganze oder so. Und das ist auch nichts Verwerfliches, dass es eben nichts ums große Ganze geht.
Jeder hat andere Pläne. Wenn ich mich nur um mein Reich kümmern will, dann ist das in Ordnung. Ne? So sehe ich das zumindest. Also, dass an sich jetzt nichts Verwerfliches dran, wenn er keine großen Pläne für Fodlan an sich hat. Ich glaube nämlich, jetzt wird er mit dem Timeskip wahrscheinlich eher in die Situation reingeworfen, was aber denkbar schlecht sogar ist. Und tatsächlich, da würde ich sogar so weit gehen auch sagen, ja, Dimitri ist aktuell kein guter Herrscher. In dem Sinne, dass er diese Störung halt hat. Und sowas muss man normalerweise aufarbeiten. Das ist wichtig. Genauso wie Jeritzer natürlich auch nicht unbedingt jetzt, glaube ich, ein guter Herrscher für sein Adelshaus wäre. Wobei er im Prinzip auch reingeworfen wurde, mal ganz davon abgesehen, ne? Aber das ist jetzt wieder was anderes. Aber ja, ich meine zum Beispiel, Jeritzer hat auch eine ganz klare Störung. Und sowas muss man halt aufarbeiten. Beziehungsweise, hier ist noch das Problem, eine dissoziative Identitätsstörung kannst du kaum mehr aufarbeiten. Das ist quasi fest verankert. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich habe mich eine Weile damit befasst, in Bezug jetzt auf Three Houses auch nochmal im Speziellen, wo ich mal ein paar Artikel durchgelesen habe, etc. Posttraumatische Belastungsstörung kann man anscheinend, kommt jetzt natürlich auf den Fall an, noch einigermaßen gut aufarbeiten. Also, ja, ich meine, Dimitri braucht professionelle Hilfe und du bist halt gefangen, ne? Du bist in der Monarchie hier, du kannst nicht einfach sagen, hey, ich bin ungeeignet, mach du das mal. Geht halt schlecht, ne? Der ist halt auch in der Situation gefangen. Und das ist auch ein Problem dabei zusätzlich. Er ist in seiner Vergangenheit gefangen und in dieser Rolle und gleichzeitig auch in der Ritterlichkeit von Fergus. Alles zusammen ist furchtbar. Ich kann auch Felix voll und ganz verstehen, warum er das so krass kritisiert. Weil das ist halt schlecht, wenn man Erfolge bei den Leuten sterben etc. so glorifiziert. Das ist schlecht, das macht das Rittertum ganz gerne. Vielleicht, ja, ich denke, das Beispiel mit Dimitris Vater ist sogar sehr zielführend da schon. Zu einem kleinen Kind zu sagen, es soll die Rache ausüben, finde ich eigentlich sogar unverantwortlich. Egal wie toll diese Person war. Aber genau das ist wieder die Ritterlichkeit von Fergus. Das ist im Prinzip genau das, was jetzt dafür gesorgt hat, dass Dimitri wahrscheinlich auch so ausgerastet ist. Sonst hätte er nie, glaube ich, die Pflicht so krass darin gesehen. Also die Ritterlichkeit von Fergus, die dafür sorgt, dass dieser unglaubliche Druck sich weiter aufbauen kann. Hier geht es nicht nur darum, Verantwortliche zu finden, sondern halt wirklich um Rache an sich. Und Rache an sich ist kein gutes Ziel. Es geht hier nicht mehr unbedingt nur um Gerechtigkeit, was witzigerweise die symbolische Wirkung von seinem Wappen ist. Ich finde die Symbolik hier wieder sehr interessant, weil genau hier wird die Gerechtigkeit quasi gebrochen. Jetzt Edelgard zu beschimpfen, ist ungerecht. Das ist Fakt, weil sie hat nichts damit zu tun. Und jetzt nur noch mal, ich weiß, das ist ein ultra langer Part, bei dem jetzt wirklich nur mal Meinung ist, okay? Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele von euch das als toll erachten oder nicht toll. Vielleicht habe ich mich bei manchen Dingen jetzt auch schon so ein bisschen wiederholt, aber wirklich, wie gesagt, es ist ein Rundumschlag mal auf die Gesamtsituation, wie man Charaktere momentan analysiert mit Informationen, wie sich alles noch ändern kann im Verlauf der Zeit und wie ich mich ungern eigentlich auch beeinflussen lasse zu sehr. Weil es wird dann ganz gerne mal ein Spoilerfest und so weiter. Und es ist jetzt auch ein bisschen Kritik mal an Three Houses Diskussion an sich, wo es auch darum geht, beachten, welche Informationen habe ich, wie arbeite ich damit, gehe ich gerecht damit um in einer Diskussion, weil das auch ganz, ganz wichtig ist. Und wie gesagt, also auf keinen Fall die Taten hier von Dimitri gerade glorifizieren. Das ist ganz schlecht. Das sehe ich auch höchst skeptisch. Es gibt Dinge, die es halt teilweise relativieren, aber ich glaube, der Kontext ist dabei auch ganz wichtig. So eine Störung relativiert manches, aber es ist halt auch wichtig, dass eigentlich so einer Person geholfen wird. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Ich meine, Dimitri als Person ist per se nicht schlecht, er ist sogar sehr vernünftig und so weiter. Aber er hat eine ganz andere Belastungsgrenze. Und wenn diese Belastungsgrenze doch mal erreicht wird, dann eskaliert es halt komplett mit sowas. Ne? Dann kommt alles wieder hoch von früher etc. Und dann ist es logisch, dass Chaos am Start ist. Vielleicht kennen manche von euch Kurzschlussreaktionen oder waren schon mal in einer Situation, wo es dazu kam, dass sie eine Kurzschlussreaktion hatten. Zum Beispiel, jemand einen immer wieder auf einen losgeht oder so. Man dann tatsächlich aus Reflex einfach mal eine verpasst oder so. Machen manche vielleicht mal als Kind, hoffentlich nur als Kind, ohne dass was Schlimmeres passiert oder so. Aber auch, ich meine, Kurzschlussreaktion wird sicherlich fast jeder schon mal irgendwo erlebt haben. Das Potenzial zu Gewalt ist in jedem Menschen, denke ich, fest verankert. Ganz egal, wie gutmütig er ist etc. Das kann der tollste Mensch überhaupt sein, was das betrifft. Der gerechteste und was weiß ich und Vorbild in der Gesellschaft und so. Ich glaube, dieses grundsätzliche Potenzial hat sowieso schon mal jeder. Kurzschlussreaktion, das ganz, ganz Böses. Und in dem Fall war es halt eine Kurzschlussreaktion. Und das Potenzial, dass solche Kurzschlussreaktionen häufiger auftreten, ist, denke ich, durch seine Störung eher gegeben. Und das ist das Problem. Das macht ihn als Herrscher auch etwas ungeeigneter. Eigentlich das, was sein Vater gesagt hat, war unverantwortlich. Nur ich glaube nicht, dass jemand, der gerade am Abkratzen ist, das auch nochmal reflektieren kann. Deswegen gebe ich ihm nicht mal die Schuld dafür. Ich gebe allerdings dem System von Fergus die Schuld. Dieses ritterliche System ist auch ein großes Problem. Nicht nur das kirchliche, auch das ist enorm heikel.
Weil wie gesagt, sonst wäre, glaube ich, der Druck an sich bereits niedriger an sich. Ich glaube, er würde Dimitri zielorientierter vorgehen und das auch tatsächlich überdenken, was er hier eigentlich gerade gemacht hat mit Edelgard und ihr die Schuld zuschieben. Weil das ist in der Tat ein Unding. Kann man nicht machen in dem Punkt. Geht einfach nicht. Aber vielleicht habe ich auch nicht alle Informationen, wer weiß. Ne? Also wir spielen weiter, das ist klar. Es wird jetzt weitergehen. Und ich hoffe, es hat euch erstmal soweit gefallen. Ne? Es muss ja niemand zustimmen im Übrigen. Ja, es kann jetzt jeder sich auch voll und ganz dagegen stellen. Das Wichtige ist immer, wie man das verpackt. Es geht auch nicht, wie gesagt, in solchen Diskussionen darum, dass man eine Seite einfach nur vertreten will oder so. Es geht hier einfach nur darum, dass wir eine nette Diskussion führen. Sachlich bleiben. Und jeder kann einen bestimmten Charakter besonders toll finden. Aber es muss ja niemanden auf die Nase binden, dass nur dieser Charakter so der tollste ist, etc. Das ist dann das, was eigentlich immer dafür sorgt, dass Diskussionen eskalieren, etc. Wo es dann unangenehm wird. Und das kommt leider bei Three Houses viel zu oft vor. Man kann auch nochmal zum Beispiel auf das, was ich zu Rea gesagt habe, auch gern eingehen und so weiter. Na, wo ich halt wirklich dann der Meinung bin, auch unabhängig von der Route ist an sich ein Charakter mit Bösen im Sinne. Ein relativ verdorbener Charakter. Und auch Edelgard, wie gesagt, hat zumindest bei Golden Deer und so, denke ich, doch durchaus ihre Schwächen. Und es kommt halt immer auf die Version des Charakters auch gleichzeitig mit an. Bei Dimitri zum Beispiel bei Rote Blume fand ich relativ vernünftig. Problem ist, Rea ist eine unglaublich gute manipulative Kraft, sage ich mal. Die weiß schon genau, wie sie Leute um den Finger wickelt. Und da ist er sicherlich mitunter auch Opfer davon geworden. Ganz davon abgesehen, dass sie ihn ja sowieso noch verraten hat. Das kommt ja auch noch dazu. War so ein richtig toller Dolchstoß. Klasse. Kann man nicht stolz drauf sein. Aber gut. Was sogar gegen die ritterliche Ehre von Fergus geht, auch schon wieder eigentlich ganz interessant, wenn man so darüber nachdenkt, wie unglaublich verräterisch das auch in dem Kontext eigentlich auch nochmal ist. Uff. Ach ja. Ja, spannend. Es sind halt keine eindimensionalen Charaktere, die wir in Three Houses haben. Das sollte auch jedem bewusst sein. Was ich ja mal ganz amüsant finde. Weil es gibt oft Leute, die finden dann zum Beispiel Edelgard schlecht geschrieben oder so. Ich denke immer, was zur Hölle ist falsch bei euch? Okay, bringt mir bitte ein Beispiel für ähnlich gut geschriebene Charaktere. Dann können wir nochmal darüber reden. Aber bitte dann halt besser geschriebene. In eurer Meinung nach. Das ist so, ich habe so viele Rollenspiele gespielt und das ist jetzt egal, ob es JRPGs sind oder auch westliche Rollenspiele. Ja, ich habe genug Dungeons and Dragons und so weiter auch erlebt und genug dazu gelesen und was weiß ich. Ich kenne so viele Fantasy-Stories und habe wirklich sehr viel Spielzeit mit RPGs verbracht und muss wirklich sagen, dass Three Houses Charaktere massiv rausstechen. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, die schlecht sind, aber jedes Spiel hat die und so. Und insgesamt ist die Qualität der Charaktere wirklich herausragend. Also da brauche ich dann wirklich konkrete, gute Beispiele zum Beispiel, warum jetzt die Charaktere nicht gut geschrieben sein sollen oder so. Was ich dann überhaupt nicht mal nachvollziehen kann, weil ich halt wirklich, wirklich viele Spiele schon erlebt habe. Weil ich im RPG-Bereich so viel einfach schon hinter mich gebracht habe. Aber gut, das ist jetzt schon wieder ein komplett anderes Thema. Und ich bin sicher, wir können in den nächsten Tagen auch noch genug bereden, nebenbei vielleicht auch bei der Mission etc. Aber es war mir total wichtig, jetzt gerade nach dieser Cutscene und nachdem ich mal ein paar Kommentare nochmal durchgeguckt habe, jetzt mal wirklich so einen riesigen Beitrag dazu nochmal zu machen. Einfach mal kurz so aus der Seele gesprochen. Und mir geht es, wie gesagt, wirklich eigentlich nur darum, dass man Sachlichkeit hat. Ne? Ich finde, jeder Charakter hat seine Schwächen und Stärken. Ich würde mich jetzt nicht mehr unbedingt so sehr auf einen stürzen. Bisher finde ich halt Edelgards Lösung an sich am Ende am besten tatsächlich, ne? Muss ich sagen. Und ihr wisst, was das für ein langer Weg war. Es ist ja quasi inzwischen fast 180 Grad anders wie das, was ich noch bei Golden Deer gesagt habe. Und daran merkt man halt, ob ich was momentan analysiere oder später mit mehr Informationen, macht einen gigantischen Unterschied. Ich bin niemand, der sich festbeißt auf eine Sache. Das sollte auch klar sein. Wenn ich eine Meinung vertrete, kann sich die natürlich mit der Zeit ändern, das ist klar. Keine Meinung ist absolut, was das betrifft. Mir ist es immer wichtig, dass ich Informationen bewerte, auch mit anderen zusammen. Und dann kommt man halt erstmal zu einem Entschluss so. Das kann sich natürlich immer ändern, das ist klar. Und so wird es bei Dimitri vielleicht auch sein. Wir werden es sicherlich eine Reise erleben. Ich weiß ja schon, wie niedergeschlagen er bei Golden Deer ist, deswegen bin ich schon sehr gespannt, wie sich sein Charakter ab jetzt entwickeln wird. Und vielleicht ist es ja total negativ, das kann auch sein. Oder total positiv, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Es kommt ganz drauf an, was ich erleben werde mit diesem Charakter. Und ich bitte einfach zum Schluss nochmal darum, redet mir da nicht so sehr rein, wie ich einen Charakter zu finden habe. Das ist nämlich das, wo es unmöglich wird. Und damit haben wir eigentlich ein schönes Schlusswort gefunden für heute. Mit dieser ewig langen Episode. Oh mein Gott. Aber egal, Leute. Wir sind fertig für heute. Nächstes Mal machen wir weiter. Ich glaube, ich mache jetzt sogar erstmal ein paar Offscreen-Sachen und wir sehen uns dann wieder. Bis bald.